Dann wird das, glaube ich, mein erstes Reaction-Video zu dem Video von 1000 Bears. Und zwar, wo es auch um die Multistrada V4 geht und ob das Motorrad sicher ist. Ich würde sagen, mit den passenden DDC und ABS-Settings ja. Mit den nicht passenden oder mit den auch Default-Settings würde ich eher sagen nein. Kommen wir aber gleich noch dazu. Und der andere Punkt ist, dass das Konnektivitäts- und Mediasystem perfekt funktioniert. Mein Video hier verlinkt und auch in der Videobeschreibung. Es funktioniert mäßig mau. In letzter Zeit haben wir zwar irgendwie Glück und es connectet sich, aber wie ihr schon wisst, die Verbindung trennt sich oft. Es ist ein Krampf, es zu bedienen. Während dem Fahren bricht wieder die Verbindung ab. Dann musst du wieder irgendwo stehen bleiben. Du musst es jedes Mal in dieses Fach hier reinstecken. Und das ist saumäßig mühsam. Machst du ein Foto, machst du irgendwas mit deinem Handy, musst du das jedes Mal hier wieder rausfriemeln. Jedes Mal bricht die Verbindung wieder ab. Und nur mit Glück verbindet sich's neu. Also, ja, so viel mal hier arg dazu. Was ist jetzt das Problem mit der Traction Control und mit den ABS-Settings? Also zu meiner Vorgeschichte. Ich bin 50.000 Kilometer ohne Anti-Schlupfregelung gefahren, also ohne Traction Control, mit meinen 2 Kawasaki Bikes. Kein Ding. Wenn du weißt, du hast keine, gehst du ein bisschen gemütlich an den Gashahn. Und ja, im schlechtesten Fall, was passiert ist, ich bin manchmal in der Stadt an Kreuzungen einfach im 45 Grad Winkel zur Startrichtung gestanden, wenn du einfach ein bisschen zu viel am Gas warst, weil der Arsch einfach ein bisschen weggerutscht ist. Okay, soweit so gut. Danach bin ich 50.000 Kilometer BMW gefahren, die S1000R, immer auf Dynamic Setting, also immer hartes Fahrwerk, immer Dynamic, Schlupfregelung, soweit gibt es ja keine weiteren Einstellmöglichkeiten. Ich habe nie irgendwas gespürt. Diese Problematik, dass ich irgendwie quer in der Kreuzung gestanden bin, nie vorgekommen. Ansonsten, ich habe immer noch so Geschichten gehört, du kannst auch in absoluter Schräglage das Gas voll durchziehen und alles ist safe. Hab's nie probiert, hat aber auch nie irgendein Problem. Dementsprechend, ich würde sagen, perfektes System. Hat alles funktioniert. Was ist jetzt hier? Genau, ihr habt vielleicht schon das letzte Video gesehen. Jo, also das ABS im Sportmodus. Erlaubt gegebenenfalls auch ein etwas blockierendes Hinterrad. Ist jetzt die Frage, was bringt's? Also so wie ihr gestern gesehen habt, wenn ich mit meinem Sozius und Gepäck in eine Kurve fahre und da ein bisschen spät anbremse und es rutscht der Arsch weg. Nein. Soll auf keinen Fall passieren. Also setzt auf jeden Fall eure ABS-Settings. Wir schauen es uns gleich nachher noch an. Auf Stufe 3 von 3. Also keiner will, also ich auch auf keinen Fall, einfach ein leicht in die Kurve slidendes Hinterrad à la Marquez. Wenn du godlike unterwegs bist und das auf der Piste machst, have fun. Aber als Default-Setting und auch für die Straße super optimal. Also Stufe 3 von 3 einstellen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich bin mir an der Stelle gar nicht sicher, ob es das Default-Setting war oder ob ich einfach mehr den Performance-Braking-Style gewählt habe. Genau, ich bin eigentlich schon so, dass ich am Anfang, wenn ich ein neues Fahrzeug, was auch immer technisches Gerät habe, dass ich mal alle Einstellungen durchgehe. In den Gedanken, dass ich ja immer auf Dynamic gefahren bin und bei der BMW auch alles relativ sportlich eingestellt ist, denke ich auf jeden Fall, wählt man automatisch einen Weg eher Richtung Performance, wenn man sportlicher unterwegs ist. Dass man vielleicht alle detaillierten Worte in der Bedienungsanleitung lesen sollte und das vielleicht auch radikaler als liberaler interpretieren sollte, ist wahrscheinlich noch ein anderer Punkt. Und dort steht, wir können uns hier einblenden als Screenshot. Ist auf jeden Fall hardcore performant, wenn man das so nennen will. Also nicht für das Fahren zu zweit und nicht für das normale Fahren auf der Landstraße und nicht für das sportliche Fahren außer auf der Piste, würde ich persönlich sagen. Das Wichtige an so einem System ist ja, es soll dir den Arsch retten, wenn du oder es soll dir den Arsch retten, wenn du einfach zu hart auf die Bremse drückst. Es soll dir einfach ein liberaleres, moderneres Bremsen ermöglichen und das Bike immer stabil halten. Wenn es das nicht passiert, hat es für mich den Zweck verfehlt. Dementsprechend ja, das zum ABS. Schauen wir uns kurz die Einstellung an. Also ihr kommt über den Mode-Knopf hier in die verschiedenen Fahrmodi und hier seht ihr auch schon in der Übersicht. Also ich habe jetzt ABS 3 von 3 überall eigentlich. Auch im Sportmodus ABS 3 von 3.
Urban Mode sowieso von Haus aus auch ABS 3 von 3. Ich habe sogar in Enduro ABS 3 von 3. Just to be sure, I'm no expert im Bereich Enduro. Deshalb zurück. Wenn man das Ganze einstellen will, geht man in das Einstellungsmenü, soweit so klar, hat dann auch schon den Fahrmoduspunkt als Hauptpunkt und hat dann hier die verschiedenen Kategorien. Und dann geht man einfach auf den jeweiligen Punkt, in dem Fall Touring, geht auf ABS und dann sieht man es schon. Also man hat hier 3 Stufen. Ihr seht es schon unten, Straße, sicher und stabil. Dann Stufe 2, Straße, Performance. Don't do it. Genau, 1, soweit klar, nur einmal kurz erwähnt. 1 ist nur vorn, im Sinne von Offroad. Dass du halt anständig dort bremsen kannst. Hinten einfach mit blockierendem Rad und dementsprechend sliden könntest. Genau, also hier 3 von 3. Dann immer einmal noch mit dem Joystick drücken, bestätigen, damit man hier auch sieht, was eingestellt ist. Habe ich am Anfang auch nicht gecheckt vom System. Also ich dachte einfach, du wählst links die Stufe aus und gehst dann wieder raus. Genau, dann ist es aber nicht eingestellt. Bedeutet einfach nur für euch auch zur Sicherheit, damit ihr das in jedem Fall richtig eingestellt habt. Links auswählen, rechts sieht man den ausgewählten Modus. Dann einfach auf den Joystick einmal bestätigen. Deshalb 3 von 3. Passt. Somit ABS abgeschlossen und ich habe auf den restlichen 3000 Kilometern jetzt, wir sind jetzt bei 4,5, genau bei den restlichen 3000 Kilometern habe ich keine Probleme mehr dieser Art gehabt. Ich würde sagen, es passt. Dann habe ich jetzt noch Vertrauen zu Schräglagen ABS und Schräglagen Anti-Schlupfregelung. Ich bin ein gutgläubiger Mensch. Ich würde denken, in diesem Modus funktioniert es. Wenn man ein Skeptiker ist, würde man wahrscheinlich sagen, nein. Außerdem würde ich sagen, ich fahre jetzt einfach diese Spur defensiver. Und das mit dieser Spur defensiver, das funktioniert meistens nicht. Wenn der Instinkt kommt, dann ist der Instinkt einfach da. Aber ja, man denkt auf jeden Fall dran. Ich glaube, es funktioniert. Passt. Zweiter, Traction Control. Ich jetzt kommend von einer BMW, 50.000 Kilometer damit gefahren. Ich weiß auf jeden Fall für mich, BMW, der Road-Modus, das war der Standard-Fahrmodus, war viel zu soft. Anti-Schlupfregelung hat sich immer schon angetriggert, wenn du einfach nur ein bisschen Gas gegeben hast an der Ampel oder einfach so. Also gar nicht übermäßig viel Gas. Wenn du einfach nur vernünftig, normal, aber schon stärker beschleunigt hast, hat das Ding schon geregelt. Das war auf jeden Fall zu wenig für mich. Also komme ich hierher und denke mir auf jeden Fall, Straße, sicher, stabil ist gut. Habe ich persönlich gleichgesetzt zu Dynamic Mode. Habe ich auf Performance gestellt. Und zwar, wir gehen jetzt mal auf Sport. Bei mir ist auch überall schon dasselbe eingestellt. Aber Traction Control ist auch ähnlich. Man hat hier jetzt 8 Settings. Wenn man jetzt so sieht, Setting 6 von 8, 7 und 8 von 8. Ihr seht es hier schon, ist nur noch nass. Dann 6 von 8 ist Straße. Sicher und stabil. Ist eigentlich nur für den Urban Mode. Deshalb, wenn man sich jetzt diesen Mode so erklären lässt, Urban, geringe Leistung für die Stadt, gemütlich zur Arbeit pendeln oder ähnliches, ja okay, ist für mich auf keinen Fall das, was ich machen würde, wenn ich einfach anständige Bergstraßen fahre. Also Standard-Setting für den Tourenmodus war, soweit ich mich erinnere, 5 von 8. Ihr seht unten, der Balken geht schon ein bisschen mehr in Richtung Performance. Und wenn ich mich richtig erinnere, war Standard-Setting für den Sportmodus 4 von 8. Ihr seht auch ein bisschen Performance. Wenn man jetzt dann noch die Anleitung liest, kurz hier eingeblendet mit den einzelnen Schritten, einfach auf Pause drücken, dann könnt ihr es in Ruhe lesen. 3 von 8 ermöglicht ein leichtes Aufbrechen des Hinterrads und ein leichtes Sliden oder wie auch immer oder einen leichten Schlupf. Hätte ich persönlich wieder den Dynamic-Modus gleichgesetzt. Aber dann würde ich sagen, ich komme von einem BMW-Motorrad, mache hier auf jeden Fall 3 als Stufe rein. Wichtig, bei 3 und 4 steht aber von Haus aus auch, du solltest eigentlich nur auf Rennstraßenbedingungen oder extrem guten Grip machen. Für mich persönlich ist es schon sehr merkwürdig. Also ich brauche eine Traktionskontrolle, die immer funktioniert. Ich brauche keine Traktionskontrolle, wo ich selber den Grip von der Straße auswählen muss, weil ist für mich einfach, das System hat den Zweck verfehlt. Es soll mir ja den Arsch unter nicht optimalen Bedingungen retten.
Woher soll ich denn wissen im Vorhinein, was eine nicht optimale Bedingung ist und das dementsprechend bei jeder Tour parallel hier einstellen? Nein, I don't care, ich will es auch nicht. Genau, also laut Bedienungsanleitung, lest man die Bedienungsanleitung, wenn man das einstellt? Ich würde sagen nein. Von Haus aus nochmal, war hier 4 von 8 eingestellt. Passt. Jetzt habe ich es mit meiner Freundin in Kroatien hier geschafft, dass sowohl im Tourenmodus als auch im Sportmodus uns der Arsch ungemütlich weggerutscht ist. Und zwar zum einen einfach beim Einbiegen in der Kreuzung, und jetzt rede ich nicht von massiven Beschleunigungen, sondern ich rede einfach von, du stehst an der Ampel, blinkst nach links, fährst über eine große Kreuzung und beschleunigst dort gemäßigt hinaus. Arsch weggerutscht. Und nicht, du spürst ein bisschen Schlupf, sondern Arsch weggerutscht im Sinne von, du hast mal so ein Viertel von der Uhr fast versetzt, also im Sinne von 45 Grad, was auch immer, mindestens gerutscht. 90 ist zu viel, aber ihr versteht, was ich meine. Anständig der Arsch einfach weggerutscht, so dass du dir auch denkst, ungemütlich. Also nicht so, dass du dir denkst, Vorsicht, ein bisschen rutschiger Untergrund, sondern so, dass du dir denkst, der Fuß unten ist auf jeden Fall ein sinnvoller Plan, damit da nichts schief geht. Jetzt bin ich persönlich für mich zum Entschluss gekommen, ich habe keinen Bock drauf. Ich fahre einfach in beiden Modis auf 6 von 8. Also in dem Setting, wo auch defaultmäßig der Urban Mode positioniert ist. Ich muss sagen, also ich habe es dann auch einfach getestet, weil ich fahre hier mit meiner Freundin, ich habe ein Sozius, ich habe ein Gepäck, ich fahre gern sportlich. Genau, ich brauche, dass das Ding funktioniert. Dementsprechend habe ich auch einfach alleine getestet, einfach an der Kreuzung. Richtig schön durchgestartet in eine 90 Grad, also an einer Kreuzung, Stehhand, links 90 Grad abbiegen, große Kreuzung, Fuß unten, anständig Gas durchgezogen, und ja, das ist, was ich mir als eine funktionierende Traktionskontrolle vorstellen würde. Das Moped hat einen leichten Slide gekriegt, aber alles kontrolliert, alles safe, und du hast richtig straight und performant durchstarten können. Keine Ahnung, wer so fährt, ich fahre gerne sportlich. Das bedeutet für mich, ich glaube, so ein Setting, wie die BMW auf Road-Modus gehabt hat, gibt es hier gar nicht. Also das würde ich eher als super soft bezeichnen. Und vielleicht sind das die Rain-Settings. Bin noch nie in meinem Leben ein Rain-Setting gefahren. Deshalb also, ich würde wirklich empfehlen, schaltet auf all euren Modis diese Stufe 6 von 8 ein. Schaltet auch auf jeden Fall ABS auf Stufe 3 von 3, überall. Ich empfehle auch gern Ducati, macht das die Default-Einstellung, weil, ja, sagen wir mal, wenn du ein Neukäufer bist und auch neu zu der Marke bist, was ich bin, dann würde ich das anders interpretieren, als das voreingestellt oder empfohlen wird. Das Wichtigste an solchen Schutzmechanismen und Systemen ist ja, dass sie dir den Arsch retten. Nochmal gesagt, wenn es dir keinen Arsch rettet und wenn es dir schon ein ungemütliches Gefühl vermittelt, und auf keinen Fall möchte ich wissen, was passiert, wenn du in so einem Setting in Schräglage einfach auf glattem Asphalt viel zu viel Gas gibst. Bei Tempos, die vielleicht schneller als Stadtgebiet sind. Ich glaube, es ist einfach zu spät, dass du dann noch was abfangen kannst. Also, riskiert es nicht, fahrt schön vorsichtig und ja, drive hard, drive safe, Like und Abo da lassen. Kleiner Nachtrag noch, ist der Reifen zu klein? Keine Ahnung. Ich habe mit einem Typen geredet, der bei einer Kawasaki-Werkstatt gearbeitet hat. Der hat gemeint, das Bike in der Kombination mit dem starken Motor und dem schmalen Reifen ist einfach prädestiniert dafür, dass dir der Arsch wegrutscht. Jo. Wäre schade. Was sage ich dazu? Es ist ein drecksgeiles Bike. Es macht irrsinnig viel Bock, es zu fahren. Ich kann, glaube ich, alle da draußen beruhigen. Der Verbrauch ist auf keinen Fall so hoch, wie jetzt 1000 PS gesagt hat hier. 8 Liter, also wir fahren kroatische Legalgeschwindigkeit. Ein bisschen dynamischer manchmal, ein bisschen sportlicher manchmal, dann Berge, dann nicht. Keine Ahnung. Ich würde sagen, der Verbrauch ist auf keinen Fall im Durchschnitt höher als 7 Liter. Ich würde sogar sagen, irgendwo bei 6, 6,5. 6,5, 7, 6 bis 7. Ja, das passt schon. Jetzt hoffe ich heute Abend, dass ich noch gutes WLAN habe. Dann kommt heute mein Video von Tag 1. Hier in der Unterkunft ist es so wunderschön, aber das WLAN ist leider absolut schlecht. Deshalb, ich habe es nicht geschafft, mein Video hochzuladen. Und dann wird morgen, dann werde ich heute Abend dieses Video schneiden und morgen kommt dann wahrscheinlich dieses Video. Bin sehr gespannt auf die Reaktionen.
Ich finde, das Baby ist der Hit. Ich hoffe, meine Einstellungen, ich werde sie nochmal double checken, dass ich jetzt nicht irgendwie was verstellt habe, und meine Einführung diesbezüglich hat euch geholfen und wird euch helfen. Fahrt vorsichtig und manchmal gebt es immer anständig Gas. Fahrt immer gute Fahrt, macht es gut.